Hey, ich bin Patrick und ich fahre sehr, sehr gerne Nachtzug. Wir sind gerade hier in Hamburg-Altona und hier fährt seit etwas über einer Woche der neue Nachtzug von hier nach Österreich. Und ich bin total hyped, dass wir uns den jetzt angucken. Die neuen Nightjets der österreichischen Bundesbahn versprechen neueste Technik, größtmöglichen Komfort und Privatsphäre. In der ersten Woche gab es aber hauptsächlich Beschwerden, Ausfälle und Verspätungen. Ich würde deswegen sagen, ich schaue mir das selber mal an. Die Route ist die gleiche wie in den letzten Jahren. Kurz vor 8 Uhr abends startet der Zug in Hamburg-Altona und fährt über Hannover und Würzburg nach Nürnberg. Bei Passau über die Grenze nach Linz, bis er Wien kurz nach 9 Uhr morgens erreicht. Ja, 33 ist hier. Hier. Das ist die Minicabin. Die neuen Züge bestehen aus 2 Schlafwagen, 3 Liegewagen, einem Sitzwagen sowie einem Multifunktionswagen. Insgesamt können rund 250 Menschen mit dem neuen Nachtzug fahren, deutlich weniger als mit dem alten. Da ist deine Keykarte. Wenn du drauf hältst, dann öffnet sich das Gepäckfach. Aha, Nach ca. 10 Sekunden erlischt das wieder, dann ist wieder zugesperrt. okay. Und einmal das Schuhfach geht Schuhfach, ja ne? auch auf. Ja. Okay, das ist meins, ja. Ja, das ist Praktisch. Eine Schlüsselkarte für alles. Hamburg Hauptbahnhof. Der Zug füllt sich. Das Bordpersonal checkt jetzt die Tickets und öffnet die Kabinen. Danach habe ich Zeit, alles in meinem eigenen, ziemlich tiefen Schließfach zu verstauen. Mein Rucksack und die große Jacke passen gut rein. Ich bin neugierig und muss kurz mal Probe liegen. Ah, hier ist die Öffnung. Ah, hier ist das Kissen. Länge. Höhe. Die Kabinen sind durch eine verschließbare Schiebetür miteinander verbunden. Man kann also ziemlich leicht in Kontakt kommen. Also ich habe ja jetzt meine Minicabin gefunden, Nummer 33. Und direkt neben mir sitzt Lina. Lina fährt bis nach Regensburg und ist den Nachtzug jetzt schon mal gefahren, auch genau in dieser Kabine quasi. Ganz genau. Okay, und du bist jetzt beruflich in Hamburg gewesen. Würdest du denn sagen, das ist für dich eine Option, den Nachtzug wiederzunehmen? Auf jeden Fall, doch. Weil die Alternative wäre ja eigentlich dann entweder tagsüber den ganzen Tag unterwegs zu sein oder zu fliegen. Und da ist der Nachtzug auf jeden Fall eine gute Option. Während wir noch etwas sitzen und sprechen, kontrolliert das Zugpersonal die Tickets und nimmt Frühstückswünsche auf. Danke Ihnen. Bitte. Was möchten Sie als Getränk beim Frühstück? Ein Tee, schwarz. Zeit, sich den Rest des Liegewagens anzuschauen. Im Frauen-Vierer-Abteil hatten auch Valerie und Christiane schon kurz Möglichkeit, sich und das Abteil kennenzulernen. Da siehst du, dass die Männertoilette besetzt ist. Ah ja. Genau. Das ist tatsächlich praktisch, muss ich sagen. Ja. Neben dem neuen Control-Panel ist noch etwas neu. Überall gibt es WLAN. Valerie habe ich gerade schon am Bahnsteig getroffen und du hast gesagt, du bist schon mal gefahren vor ein paar Tagen. Genau, vor einer Woche. Kannst du mir erzählen, wie es war? Also du bist auch in so einem Vierer-Liegeabteil gefahren? Genau, Okay. genau. Ja, also wir waren ein bisschen überrascht von dem, alleine dass der Eintritt nur mit Karte ist, haben wir gar nicht überrissen. War ein bisschen schwierig am Anfang. Ja, und die Größe hat uns etwas verwundert, weil sie ja doch deutlich schmäler sind als die ursprüngliche Liegewagenlinie der ÖBB. Ja. Wir haben uns auch unterhalten, wie man hier eigentlich reinpasst, wenn man nicht 1,70 groß ist, sondern vielleicht etwas länger. Und das hier, wenn man sich dreht nachts, ist man sofort, also die sind um einiges schmaler geworden, meiner Meinung nach, die Betten. Ich hoffe zumindest nicht, dass ich mein Handy laden muss. Das war übrigens auch sehr lustig. Ich passe da gar nicht rein. Ach ja, das kannst du, auch wenn du es längs rein tust. Die beiden fragen mich, ob ich auch mal Probe liegen will. Ja, ich nehme das mit. Ich ziehe mal kurz meine Schuhe aus, dann sonst bin ich so. Ich bin 1,90. Ja. Dann Genau. bin ich jetzt auch gespannt. Ja, also, das ist dein Bett, ja? Genau. Ich glaube, ich habe gelesen, es ist ein bisschen kürzer. Aber vielleicht auch nicht. Guck mal, Achtung. Offiziell sind die Betten hier etwa 60 cm breit und 1,90 Meter lang.
Also ich passe halt wirklich genau rein. Also es ist halt tatsächlich vielleicht 1 Zentimeter zu... Nee, ich würde sagen, ich passe. Aber ich könnte jetzt nicht... Die Füße ausstrecken. Doch, die sind ausgestreckt. Ja, ich meinte. Weiter in den nächsten Wagen. Hier im Multifunktionswagen gibt es Sitzplätze und Fahrradstellplätze. 6 davon. Die kann man hier so aufmachen, verschieben, sein Fahrrad einhaken. Muss man aber auf jeden Fall vorher ein Ticket für buchen. Dass das Ganze hier ein Wagen der österreichischen Bundesbahn ist, sieht man natürlich auch an dieser Vorrichtung. Da kann man nämlich Skier reinpacken. Hier so einfach durch, Skier rein und ab in die Berge. Im Multifunktionswagen gibt es dazu noch das barrierefreie Abteil mit entsprechender Ausstattung. Jetzt geht es dahin, wo man als Reisende den meisten Platz hat. Der Schlafwagen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier in die absolute Top-Klasse reinzugucken. Das ist die Klasse Komfort Plus. Und die hat neben dem Badezimmer, wie in den anderen Schlafwagen auch, eine eigene Dusche. Ich habe online gelesen, dass diese Dusche eine der besten Nachtzugduschen sein soll, die es gibt. Also guter Wasserstrahl, warm. Ich teste das Ganze mal ganz kurz. Na, dauert ein bisschen. Na, nochmal. Jetzt. Ja, also ist auf jeden Fall noch nicht mal auf krasse Wärme eingestellt. Ich schalte mal kurz ein bisschen wärmer. Und ist direkt heiß. Also das ist wirklich, habe ich so im Nachtzug noch nie erlebt. Das hier ist die Schlafwagen-Komfort-Kategorie, also ohne Plus. Ganz normal 2 Betten, die aber so quer stehen und etwas weniger Platz als die Plus-Kategorie, aber ehrlicherweise immer noch ausreichend. So sieht das Bad in der Komfort-Kategorie aus. Der einzige Unterschied, keine eigene Dusche, sondern diese Brause, mit der man sich dann so über der Toilette abduschen kann. Die Preise für den Nachtzug beginnen für die Sitzplätze ab 35 €, die Liegewagen und Minicabin ab 55 €, der Schlafwagen allein kostet ab 200 €, die Plus-Kategorie mindestens 260 € allein. Alle Preise können aber auch deutlich höher sein. Gestiegene Preise und technische Probleme auf den ersten Fahrten? Zeit für ein Gespräch mit dem Pressesprecher. Wir müssen auch jetzt sicherlich mal zum Anfang drüber sprechen, was halt nicht so gut läuft. Also es gab Verspätungen, es gab jetzt sogar Ausfälle. Also in der ersten Woche gab es Kinderkrankheiten, ganz klar, die haben wir auch gemerkt. Das tut uns auch leid für die Fahrgäste, Ausfälle, auch Verspätungen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir das jetzt wirklich auch hingebracht haben. Der heutige Zug ist pünktlich, ich glaube, das passt schon so. Das neu eingeführte Preissystem stößt online auf Kritik, weil Tickets dadurch teilweise deutlich teurer sind. Nachtzüge sind extrem kostenintensiv und wir fahren mit Partnern. Und auch für unsere Partnerbahnen war es wichtig, dass wir auf ein anderes und höheres Preisniveau kommen. Wichtig ist aber, dass das neue dynamische Preissystem sehr flexibel ist. Das heißt, wenn ich rechtzeitig buche, wenn ich früh buche, kann es sogar sein, dass es günstiger wird, als es früher war. Allerdings sagen wir auch ganz klar, an den Tagen, wo wir wirklich stark gebucht sind, vor Weihnachten, über Ostern, zu den Ferienzeiten, wo alle fahren möchten, wo wir den Zug 3-mal voll bekommen könnten, da sind die Preise auch deutlich höher. Kurz vor Mitternacht. Zeit ins Bett zu gehen. Gute Nacht. Ich habe mich jetzt umgezogen und das Bett bezogen. Das ist wie so ein Hüttenschlafsack. Da kann man sich einfach rumliegen. So sieht es aus, wenn ich in der Kabine sitze. Also ich habe auf jeden Fall noch genug Platz nach oben. Ich bin ca. 1,90. Also passt das ganz gut. Und ja, ich glaube, ich bin bereit, schlafen zu gehen. Ich kann nicht so laut reden, weil man hört ja anscheinend relativ viel von der Nachbarkabine. Das ist so ein Kontrollpanel, da kann ich heller machen. Oder ein anderes Licht. Boah, jetzt ganz hell. Ganz schön laut. Hört man bestimmt auch in der Nebenkabine. Ich mache einfach mal aus. Morgen, 6:30 Uhr. Die Nacht war kurz. Wir haben nämlich noch einiges vor. Wir wollen noch was filmen. Aber
Ja, es ging ganz gut. Also ich habe extra ohne Ohrstöpsel geschlafen, um zu testen, wie leise es ist. Und ich fand es wirklich erstaunlich leise. Ich kam auch von der Größe her hin. Also man musste sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber hat gepasst. Gäste, die früher aussteigen, bekommen schon mal ihr Frühstück. Ich gehe noch mal raus, Richtung Liegewagen. Auf der Hinfahrt war Valeries Nachtzug noch um 3 Uhr mitten auf der Strecke gestrandet. Alles gut? Alles gut. Gleich geht's raus. Heute ist dein Zug angekommen. Ja, Pünktlich. pünktlich, genau. Ja, ich freue mich. Ich habe gut geschlafen, also diesmal positiv überrascht. Du würdest doch mal eine von diesen Mini-Cabins ausprobieren. Hast du dir die mal angeguckt? Mini-Cabins sind jetzt, glaube ich, nicht so was für mich. Ich glaube, das wäre mir zu beengt. Es wäre interessant, mal auszuprobieren, aber gleich für 12 Stunden wäre mir, glaube ich, zu viel. Wir hatten das Glück, dass hier niemand war im 4. Ich hätte meinen Rucksack nirgendwo hin tun können, ich hätte meine Jacke nirgendwo hin tun können. Wenn das Frühstück kommt, weißt du wieder nicht, wohin. Du weißt auch nicht, wie du es einnehmen sollst, weil du kannst dich nicht hinsetzen oben. Du kannst dich noch nicht mal umziehen, du kannst nichts, weil hier ist die Decke. Das heißt, du kannst gar nichts machen. Und ich verstehe nicht, wie das geplant ist, wo man eigentlich seine Sachen hin tun soll. Ist mir ein Rätsel. Ach, und noch was. Hier oben, wenn eine Bremsung kommt, neben einem ist so viel, diese Höhe ungefähr. Es ist keine vernünftige Absicherung für Leute, die vielleicht älter sind und Angst haben. Also wenn ich noch mal fahre, was ich auf jeden Fall machen werde, dann werde ich mir ein unteres Bett sichern. Und wenn das nicht geht, dann nicht. Dankeschön. Bitteschön. Super. Na bitte. Ja, danke. Tschüss. So, ein bisschen arrangieren jetzt erstmal. Zu der Mini-Cabin gibt es ein einfaches Frühstück. Semmeln mit Marmelade. Im Schlafwagen ist das Ganze etwas luxuriöser. Ich glaube, ich schiebe mir den noch ein bisschen nach hinten, dann kann ich mich auch anlehnen. So. Das Frühstück ist im Preis enthalten. Holzbesteck gibt es in Papier verpackt. Insgesamt nicht zu viel Verpackungsmüll. Etwa noch eine halbe Stunde bis Wien. Ich genieße entspannt meinen Tee. Frühstück ist fertig. Danach kann man dann den Tisch so hochklappen und den kann man auch verschieben, wenn man will. Hat einen kleinen Spiegel. Ich mag die kontaktlose Lademöglichkeit hier sehr am Handy. Und besonders gut finde ich an der Mini-Cabin, jede kleine Mini-Cabin hat ein eigenes Fenster, damit man sich nicht so fühlt, als wäre man in einer Dose. Ich will jetzt noch wissen, wie andere die Mini-Cabins finden. Ich habe jetzt 75 € bezahlt. Echt? Wann hast Hamburg. du gebucht? Ich habe genau diese 2 Monate Stichtag, dass man quasi kannst am 19.09. oder 19.10. kannst du dann für 19.12. buchen. Und das habe ich halt gemacht. Und dann bist du halt, einen Tag später hat ein Huni gekostet. Und dachte mir, okay, gut, dann bin ich einen Tag früher in Wien, ist auch geil. Und das ist eigentlich schon unschlagbar für 75 €. Und die ÖBB-Mitarbeiter sind nett, das ist alles recht gut durchdacht. So, mit dem Tisch und mit dem ganzen, also ich finde irgendwie das alles hat jemand echt ein bisschen Platte gemacht. Das Einzige mit dieser Tür, das klappert ein bisschen, das ist halt irgendwie... Genau, die rutscht halt manchmal zu, ne, und die klappert so ein Genau, bisschen, und ich habe irgendwann die Richtung gewechselt und dann habe ich im Kopf hier gelegen und dann hat es immer so... Und ich so, ich muss mich doch wieder umdrehen. Ja. Das ist echt meckern auf hohem Niveau. Es gibt ein kleines Frühstück, ist auch ganz okay. Und ich weiß nicht, also kann die Deutsche Bahn sich auf jeden Fall schon mal abschauen. Oder, also, ist mehr oder weniger pünktlich, so, ne? Ist pünktlich, ja. So. Kurz vor Ankunft wird jetzt noch schnell das Bettzeug eingesammelt. Tobi, danke. Ja, hat mich gefreut. Ja. Tschüss. Das war eine Nacht im neuen Nightjet der österreichischen Bundesbahn. Mir persönlich hat es gut gefallen. Besonders die Mini-Cabins sind echt eine Innovation, die echt gut für den Nachtzugverkehr in Europa sind. Wenn das also mit den Preisen so bleibt und diese kleinen Fehlerchen, die man noch gesehen hat, angepasst werden, dann bin ich sehr zuversichtlich. Wenn euch dieser Beitrag zum neuen Nachtzug gefallen hat, dann schaut doch gerne mal in der ARD-Mediathek vorbei. Da haben meine Kollegin Alexandra Kosma und ich ganz Europa mit dem Nachtzug bereist. Schaut's euch an.